Es ist der 14. Mai 1970, kurz nach 9 Uhr morgens. In den ruhigen Straßen des wohlhabenden Villenviertels von Berlin-Dahlem herrscht geschäftige Alltagsroutine. Studenten sind auf dem Weg zur Universität. Angestellte öffnen ihre Büros und vor dem Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen hält ein unscheinbarer Gefangenentransporter der Justiz. An Bord sitzt Andreas Baader, verurteilt wegen Brandstiftung und eigentlich Insasse der Justizvollzugsanstalt Tegel. Für einige Stunden darf er die Haftanstalt verlassen. Gemeinsam mit der bekannten Journalistin Ulrike Meinhof arbeitet er an einem Buchprojekt über benachteiligte Jugendliche. Begleitet wird Baader von 2 Justizbeamten. Die Sicherheitsvorkehrungen wirken überschaubar. Baader trägt Zivilkleidung. Die Handschellen werden nach der Ankunft gelöst, damit er in den Unterlagen arbeiten kann. Im Lesesaal herrscht eine beinahe alltägliche Atmosphäre. Akten werden durchgesehen, Notizen gemacht, Kaffee wird serviert. Niemand scheint zu ahnen, dass dieser Vormittag schon bald zu einem der folgenreichsten Momente der deutschen Nachkriegsgeschichte werden wird. Ulrike Meinhof sitzt neben Baader und arbeitet scheinbar konzentriert. Immer wieder verlässt sie kurz den Raum, um weiteres Material zu holen. Die beiden Beamten beobachten die Situation aufmerksam, sehen aber keinen Anlass zur Sorge. Fast eine Stunde vergeht. Dann klingelt es an der Eingangstür. 2 junge Frauen betreten das Gebäude. Sie werden darauf aufmerksam gemacht, dass sie später hätten kommen sollen, da der Lesesaal zurzeit besetzt sei. Anstatt zu gehen, setzen sie sich unauffällig in die Vorhalle. Einige Zeit später summt es erneut an der Eingangstür. Die 2 jungen Frauen stehen auf und öffnen sie. Ein maskierter Mann stürmt ins Gebäude. Hinter ihm eine bewaffnete Frau. Der Institutsangestellte Georg Linke versucht noch, ihnen den Weg zu versperren. Dann fällt ein Schuss. Linke wird schwer getroffen. Innerhalb von Sekunden hallen Schreie und Schüsse durch die Vorhalle. Die beiden Frauen, die schon vorher in der Halle waren, scheinen zu den Angreifern zu gehören. Zu 4 drängen sie nun in den Lesesaal. Die beiden anwesenden Justizbeamten versuchen, Widerstand zu leisten. Einer gerät in ein Handgemenge mit der bewaffneten Frau, die später als Gudrun Ensslin identifiziert wird. Der andere ringt mit dem maskierten Angreifer und versucht verzweifelt, seine Dienstwaffe einzusetzen. Während der Raum im Chaos versinkt, fällt eine Entscheidung, die später Geschichte schreiben wird. Andreas Baader springt aus dem Fenster. Wenige Sekunden später folgt ihm Ulrike Meinhof. Die übrigen Angreifer verlassen ebenfalls das Gebäude. Draußen warten Fluchtwagen mit laufenden Motoren. Und innerhalb kürzester Zeit verschwinden die Beteiligten in den Straßen West-Berlins. Zurück bleiben ein lebensgefährlich verletzter Institutsmitarbeiter, mehrere geschockte Zeugen und eine Frage, die die Bundesrepublik in den kommenden Jahren immer wieder beschäftigen wird. Wie konnte aus einer bekannten Journalistin, politischen Aktivisten und Studentenprotestlern eine bewaffnete Untergrundgruppe werden? Was waren die Gründe für die Entstehung der sogenannten Roten Armee-Fraktion, der RAF? Um zu verstehen, wie es zur Entstehung der RAF kommen konnte, müssen wir einige Jahre zurückgehen. Die Bundesrepublik der 1950er und frühen 1960er Jahre ist ein Land im Aufschwung. Das sogenannte Wirtschaftswunder bringt vielen Menschen Wohlstand. Neue Autos fahren über den Straßen, moderne Wohnungen entstehen. Und für viele scheint die vor ihm liegende Zukunft besser als je zuvor. Doch unter dieser Oberfläche existiert ein Problem, das vor allem die jüngere Generation zunehmend beschäftigt. Zahlreiche ehemalige Nationalsozialisten haben nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ihre Karrieren nahezu ungehindert fortsetzen können. Ehemalige NSDAP-Mitglieder arbeiten wieder als Richter, Staatsanwälte, Professoren, Polizeioffiziere oder Ministerialbeamte. Viele junge Menschen fragen sich deshalb, warum über die Verbrechen des Nationalsozialismus so wenig gesprochen wird und warum ausgerechnet jene Generation, die Hitler ermöglicht hat, weiterhin die wichtigsten Positionen im Staat besetzt. Besonders an den Universitäten beginnt sich aus diesem Grund Widerstand zu formieren.
Eine wichtige Rolle spielt dabei der Sozialistische Deutsche Studentenbund, kurz SDS. Ursprünglich ist er die Studentenorganisation der SPD gewesen. Nachdem sich die Partei Ende der 1950er Jahre stärker zur politischen Mitte orientiert, kommt es jedoch zum Bruch. Der SDS entwickelt sich zunehmend zu einem Sammelbecken linker und systemkritischer Studenten. Zu den bekanntesten Köpfen gehört Rudi Dutschke. Dutschke ist kein Revolutionär im klassischen Sinn. Er ist ein charismatischer Redner, der eine grundlegende Demokratisierung der Gesellschaft fordert. Viele Studenten sehen in ihm die wichtigste Stimme ihrer Generation. Seine Vorstellungen sind radikal, aber zunächst nicht auf bewaffnete Gewalt ausgerichtet. Neben Dutschke gewinnt auch eine Frau immer mehr Einfluss: Ulrike Meinhof. Sie ist Journalistin, Kolumnistin und eine der bekanntesten linken Publizistinnen der Bundesrepublik. Anders als viele Studenten verfügt sie bereits über eine öffentliche Plattform. In ihren Artikeln kritisiert sie soziale Ungleichheit, die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit und die Politik der Bundesregierung. Noch ist sie weit entfernt von der Rolle, die sie wenige Jahre später einnehmen wird. Weil die CDU regiert und die SPD seit 1966 Teil einer großen Koalition geworden ist, entsteht bei vielen Studenten zunehmend der Eindruck, dass es keine echte Opposition mehr im Parlament gibt. Daraus entwickelt sich die sogenannte außerparlamentarische Opposition, die APO. Sie versteht sich als kritische Gegenbewegung zu den etablierten Parteien und organisiert Demonstrationen, Diskussionen und Protestaktionen. Ein Thema spielt dabei eine besonders wichtige Rolle: der Vietnamkrieg. Tag für Tag zeigen Zeitungen und Fernsehberichte Bilder von Bombardierungen, brennenden Dörfern und getöteten Zivilisten. Viele Studenten sehen in den Vereinigten Staaten nicht mehr den Befreier Europas, sondern eine imperialistische Macht. Weil die Bundesregierung eng mit diesen Vereinigten Staaten verbunden ist, richtet sich die Kritik zunehmend auch gegen den eigenen Staat. Die Proteste werden größer, lauter und konfrontativer. Den eigentlichen Wendepunkt markiert jedoch ein Ereignis im Sommer 1967. Am 2. Juni besucht der Schah von Persien, Mohammad Reza Pahlavi, West-Berlin. Für die Bundesregierung ist er ein wichtiger Verbündeter. Für viele Studenten hingegen verkörpert er ein autoritäres Regime, das politische Gegner unterdrückt und vom berüchtigten Geheimdienst SAVAK überwachen lässt. Schon während des Besuchs kommt es zu Spannung. Demonstranten protestieren gegen den Schah, während Anhänger des iranischen Regimes, die später als sogenannte Jubelperser bekannt werden, teilweise gewaltsam gegen die Protestierenden vorgehen und mit Fahnenstangen auf sie einschlagen. Zahlreiche Zeugen berichten später, dass die Polizei gegen diese Gruppen kaum einschritt und stattdessen vor allem gegen die Demonstranten vorging. Am Abend eskaliert die Situation vor der Deutschen Oper weiter. Polizeieinheiten beginnen, die Demonstration aufzulösen. Demonstranten werden durch die Seitenstraßen gejagt, geschlagen und festgenommen. Inmitten dieses Chaos fällt dann schließlich ein Schuss. Der 26-jährige Student Benno Ohnesorg bricht zusammen. Ohnesorg ist kein militanter Aktivist. Er gilt als ruhig, politisch interessiert und pazifistisch. Es ist sogar die erste Demonstration seines Lebens. Die Kugel hat ihn am Hinterkopf getroffen. Der Schütze ist der Berliner Kriminalbeamte Karl-Heinz Kurras. Noch in derselben Nacht verbreitet sich die Nachricht in der gesamten Bundesrepublik. Für viele junge Menschen ist der Tod Benno Ohnesorgs ein Schock. Noch schwerer wiegt jedoch, was danach geschieht. Kurras wird vor Gericht nicht verurteilt. Zahlreiche Studenten gewinnen daher den Eindruck, dass der Staat seine eigenen Vertreter schützt, selbst wenn ein Demonstrant dabei stirbt. Jahre später wird zusätzlich bekannt werden, dass Karl-Heinz Kurras Kontakte zur Staatssicherheit der DDR unterhalten hatte. Eine Information, die damals niemand kannte und die bis heute Gegenstand historischer Debatten ist. Für die Studentenbewegung spielt das jedoch zunächst keine Rolle. In ihren Augen hat der Staat einen unbewaffneten Demonstranten erschossen. Der 2. Juni 1967 wird dadurch zu einem Symbol. Für viele Aktivisten markiert er den Moment, in dem das Vertrauen in die Institutionen der Bundesrepublik zerbricht. Aus Protest wird Wut. Aus Wut entsteht Radikalisierung. Und einige Menschen, die an diesem Tag auf den Straßen Berlins stehen, werden schon bald einen folgenreichen nächsten Schritt gehen. Der Tod Benno Ohnesorgs verändert vieles. Für zahlreiche Studenten ist der 2. Juni 1967 mehr als nur ein tragischer Polizeieinsatz.
Er wird zum Symbol für einen Staat, dem man nicht mehr vertraut. Die Bilder von prügelnden Polizisten, die Freisprüche für Verantwortliche und das Gefühl, mit Protest nichts bewirken zu können, hinterlassen tiefe Spuren. Besonders bei einer Frau, Gudrun Ensslin. Ensslin stammt aus einem protestantischen Pfarrhaus in Baden-Württemberg. Sie gilt als intelligent, belesen und politisch engagiert. Noch wenige Jahre zuvor hat sie sich für christliche Friedensarbeit interessiert. Doch nach dem Tod Ohnesorgs beginnt sich ihr Denken grundlegend zu verändern. Freunde berichten später, dass sie den 2. Juni als eine Art Schlüsselerlebnis empfand. Wenn der Staat bereit sei, Gewalt gegen Demonstranten einzusetzen, so ihre Überzeugung, könne man ihm nicht länger allein mit Worten begegnen. In den Tagen nach Ohnesorgs Tod beteiligt sie sich daher an zahlreichen Protestaktionen. Bei einer besonders bekannten Demonstration auf dem Berliner Kurfürstendamm tragen sie und andere Studenten einzelne Buchstaben auf ihren T-Shirts. Zunächst ergibt die Anordnung den Namen des regierenden Bürgermeisters Heinrich Albertz. Dann wechseln die Teilnehmer ihre Position, bis sich aus den Buchstaben eine neue Botschaft zusammensetzt. Albertz abtreten. Es sind kreative Protestformen wie diese, welche die Studentenbewegung damals prägen. Doch nicht alle wollen bei symbolischen Aktionen bleiben. Etwa zur gleichen Zeit kreuzen sich Ensslins Wege mit einem Mann, mit dem sich schon bald ein unzertrennliches Paar bildet. Andreas Baader. Baader unterscheidet sich deutlich von vielen anderen Studentenführern. Anders als Rudi Dutschke ist er kein Theoretiker. Er hat weder studiert noch politische Schriften veröffentlicht. Stattdessen ist er bereits mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Diebstähle, Verkehrsdelikte und kleinere Straftaten gehören zu seiner Vergangenheit. Was ihm an politischer Bildung fehlt, macht er jedoch durch Selbstbewusstsein und Risikobereitschaft wett. Viele Zeitgenossen beschreiben ihn als charismatisch, impulsiv und ständig auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer. Als Baader und Ensslin sich 1967 in West-Berlin näher kennenlernen, entsteht schnell eine enge Beziehung. Politische Überzeugung, persönliche Anziehung und ein gemeinsames Gefühl der Wut auf die gesellschaftlichen Verhältnisse verbinden sie. Schon bald beteiligen sich beide an ersten spektakulären Protestaktionen. Als Aktivisten planen, ein Transparent gegen den Springer-Konzern an der Berliner Gedächtniskirche anzubringen, reicht Baader das nicht. Er denkt bereits in deutlich radikaleren Kategorien. Statt bloßer Symbolik interessiert ihn die direkte Aktion. Noch bleibt es jedoch nur bei Provokation. Doch die Grenze verschiebt sich. Während viele Studenten weiterhin diskutieren, demonstrieren und Flugblätter verteilen, wächst bei Baader und Ensslin die Überzeugung, dass Protest allein keine Veränderung bewirken werde. Anfang 1968 beginnen sie offen darüber zu sprechen, wie man die Gesellschaft stärker erschüttern könne. Der Vietnamkrieg spielt dabei weiterhin eine zentrale Rolle. Jeden Abend zeigen die Nachrichten Bilder von Napalmangriffen, zerstörten Dörfern und getöteten Zivilisten. Für viele Linke ist Vietnam zum Symbol eines weltweiten Kampfes gegen Unterdrückung geworden. Baader und Ensslin entwickeln daraus eine radikale Schlussfolgerung. Für sie ist der Vietnamkrieg längst nicht mehr nur ein außenpolitisches Thema. Die Bilder brennender Dörfer und getöteter Zivilisten werden zum Beweis dafür, dass Gewalt bereits Teil der politischen Realität sei. Nur eben weit entfernt von Deutschland. In ihren Augen reagiert die westdeutsche Gesellschaft darauf mit Gleichgültigkeit. Demonstration, Flugblätter und Protestkundgebung scheinen kaum etwas zu verändern. Innerhalb kleinerer radikaler Kreise entsteht deshalb die Vorstellung, man müsse die Menschen durch spektakuläre Aktionen aus ihrer politischen Passivität reißen. Nicht mehr Diskussion, sondern provokative Taten sollen Aufmerksamkeit erzeugen und gesellschaftliche Debatten erzwingen. Andreas Baader und Gudrun Ensslin beginnen zunehmend in solchen Kategorien zu denken. Im Frühjahr 1968 fassen sie gemeinsam mit Torvald Proll, einem Berliner Studenten und engen Freund Baaders, sowie Horst Söhnlein, einem politisch aktiven Theatermacher aus München, schließlich einen folgenreichen Entschluss. Sie wollen ein Zeichen setzen, das weit über bloße Rhetorik hinausgeht. Ihr Ziel sind Kaufhäuser in Frankfurt am Main. Die Gebäude stehen für sie sinnbildlich für Konsum, Wohlstand und die Gleichgültigkeit einer Gesellschaft, die ihrer Meinung nach wegschaut, während anderswo Menschen sterben. Am Abend des 2. April 1968 betreten sie mehrere Kaufhäuser in der Frankfurter Innenstadt. Unauffällig platzieren sie selbstgebaute Brandsätze in verschiedenen Abteilungen. Die Zeitzünder sollen erst Stunden später auslösen, wenn die Gebäude bereits geschlossen sind. Kurz vor Mitternacht gehen dann die ersten Notrufe ein.
In mehreren Kaufhäusern brechen Brände aus. Glücklicherweise werden die Feuer schnell entdeckt. Die Sprinkleranlagen funktionieren. Die Feuerwehr trifft rechtzeitig ein. Niemand wird verletzt oder getötet. Doch trotzdem ist der Anschlag bedeutsam. Denn zum ersten Mal überschreiten Bader und Ensslin bewusst die Grenze zwischen Protest und Gewalt. Zum ersten Mal geht es nicht mehr darum, Aufmerksamkeit durch Demonstration zu erzeugen, sondern darum, durch eine Straftat eine politische Botschaft zu senden. Die Fahnder benötigen nicht lange. Bereits am nächsten Morgen führen Hinweise die Polizei zu den Verdächtigen. Bei Durchsuchung werden Bauteile gefunden, die mit den Brandsätzen in Verbindung gebracht werden können. Bader, Ensslin, Proll und Söhnlein werden festgenommen. Während Andreas Bader jede Beteiligung bestreitet, schweigen die anderen weitgehend. Innerhalb der Studentenbewegung löst die Tat sogleich heftige Diskussionen aus. Viele distanzieren sich von den Brandstiftern. Andere sehen in der Aktion einen verständlichen Ausdruck politischer Verzweiflung. Doch unabhängig davon, wie man die Tat bewertet, der Kaufhausbrand von Frankfurt markiert einen Wendepunkt. Denn zum ersten Mal haben Andreas Bader und Gudrun Ensslin gezeigt, dass sie bereit sind, ihre politischen Überzeugungen nicht nur zu propagieren, sondern mit Gewalt durchzusetzen. Und nur wenige Tage später wird ein weiteres Ereignis die Stimmung in der Bundesrepublik erneut zum Explodieren bringen. Im Frühjahr 1968 steht kaum jemand so sehr für die westdeutsche Studentenbewegung wie Rudi Dutschke. Der gebürtige Brandenburger ist kein Anführer im klassischen Sinne. Er besitzt weder ein Parteiamt noch eine offizielle Funktion. Aber seine Reden, seine theoretischen Texte und seine Fähigkeit, Tausende von Studenten zu mobilisieren, machen ihn zur bekanntesten Figur der außerparlamentarischen Opposition. Für seine Anhänger verkörpert Dutschke die Hoffnung auf eine demokratischere und gerechtere Gesellschaft. Für seine Gegner wird er zum Feindbild. Vor allem die Zeitungen des Axel Springer Verlags berichten seit Monaten immer aggressiver über die Studentenbewegung. Immer wieder erscheint Dutschke als angeblicher Redelsführer, als Agitator oder als Gefahr für die öffentliche Ordnung. Schlagzeilen fordern ein hartes Durchgreifen gegen die Protestbewegung. Die Stimmung im Land wird zunehmend aufgeheizt. Dann kommt der 11. April 1968. Am Nachmittag verlässt Rudi Dutschke das SDS-Büro am Kurfürstendamm in West-Berlin. Auf dem Gehweg spricht ihn ein junger Mann an. Es ist der 23-jährige Hilfsarbeiter Josef Bachmann. Bachmann fragt nach Dutschkes Namen. Als dieser antwortet, zieht der Mann plötzlich eine Pistole und beschimpft Dutschke als dreckiges Kommunistenschwein. Innerhalb weniger Sekunden fallen 3 Schüsse. Eine Kugel trifft Dutschke in die Schulter. 2 weitere dringen in seinen Kopf ein. Schwer verletzt bricht er auf dem Gehweg zusammen. Bachmann flieht zunächst, wird jedoch kurze Zeit später festgenommen. Während Ärzte im Westend-Krankenhaus stundenlang um Dutschkes Leben kämpfen, verbreitet sich die Nachricht wie ein Lauffeuer durch Westdeutschland. Viele Studenten sind überzeugt, dass nicht nur Bachmann verantwortlich ist. In ihren Augen haben Monate der medialen Hetze den Boden für das Attentat bereitet. Besonders die Springerpresse gerät ins Zentrum der Kritik. Noch am selben Abend sammeln sich tausende Demonstranten vor dem Springer-Hochhaus in der Berliner Kochstraße. Die Wut ist gewaltig. Bild hat mitgeschossen und Springer, Mörder, hallt durch die Straßen. Zunächst versuchen die Demonstranten, die Auslieferung der Zeitung zu verhindern. Autos werden vor den Ausfahrten der Druckerei abgestellt. Menschenketten blockieren die Wege der Lieferwagen. Doch die Situation eskaliert schnell. Steine fliegen. Fensterscheiben zerbrechen. Die Polizei setzt Wasserwerfer und Schlagstöcke ein. In den folgenden Tagen greifen die Proteste auf zahlreiche weitere Städte über. Vor den Druckereien und Verlagshäusern kommt es zu schweren Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizei. Diese Ereignisse gehen später als die sogenannten Osterunruhen in die Geschichte ein. Mitten in diesen Tagen verschiebt sich auch die Haltung vieler Aktivisten. Eine von ihnen ist die Journalistin Ulrike Meinhof. Bis dahin hatte sie vor allem geschrieben, kommentiert und argumentiert. Doch nun beginnt sie öffentlich zu fragen, ob Protest allein überhaupt noch ausreiche. Kurz nach dem Attentat veröffentlicht sie einen Text mit dem Titel »Vom Protest zum Widerstand«. Darin formuliert sie einen Gedanken, der für die kommenden Jahre enorme Bedeutung gewinnen wird. Meinhof schreibt:
Protest ist, wenn ich sage, das und das passt mir nicht. Widerstand ist, wenn ich dafür sorge, dass das, was mir nicht passt, nicht länger geschieht. Auch für viele andere junge Aktivisten wird das Attentat auf Rudi Dutschke zu einem Wendepunkt. Sie sehen darin den Beweis, dass selbst friedliche Proteste mit Gewalt beantwortet werden. Und einige beginnen nun, über Antworten nachzudenken, die weit über Demonstrationen und Flugblätter hinausgehen. Am 14. Oktober 1968 beginnt vor dem Landgericht Frankfurt der Prozess gegen Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Torvald Praul und Horst Söhnlein. Was eigentlich ein gewöhnlicher Strafprozess wegen Brandstiftung sein müsste, entwickelt sich schnell zu einem politischen Schauspiel. Die 4 Angeklagten erscheinen nicht als reuige Täter. Sie verstehen sich als politische Aktivisten, die vor Gericht nicht nur ihre Freiheit verteidigen, sondern ihre Weltanschauung. Unterstützt werden sie von einem ungewöhnlichen Anwaltsteam. Einer der Verteidiger ist Horst Mahler. Mahler ist ein bekannter Berliner Anwalt, engagiert in der linken Protestbewegung und als Vertreter zahlreicher Studenten bekannt. Noch ist er Jurist und Intellektueller. Doch schon bald wird er selbst zu einer der zentralen Figuren der späteren RAF werden. Zu Beginn verweigern die Angeklagten weitgehend die Mitarbeit. Sie erklären, dass sie einem Gericht, das sie als Teil eines ungerechten Systems betrachten, keine Legitimität zusprechen. Erst nach mehreren Verhandlungstagen brechen Baader und Ensslin dann doch ihr Schweigen. Sie räumen ihre Beteiligung an den Brandanschlägen ein. Gleichzeitig betonen sie, dass ihr Ziel nicht gewesen sei, Menschen zu verletzen. Die Aktion habe Aufmerksamkeit erzeugen und gegen den Vietnamkrieg protestieren sollen. Für Ensslin und Baader steht nicht die juristische Frage im Mittelpunkt, sondern die politische. Sie argumentieren, dass eine Gesellschaft, die täglich Bilder von Krieg, Napalm und getöteten Zivilisten sehe und dennoch weitermache wie bisher, selbst Teil des Problems sei. Im Gerichtssaal prallen damit 2 völlig unterschiedliche Sichtweisen aufeinander. Für die Anklage handelt es sich um schwere Straftaten. Für die Angeklagten um einen Akt politischen Widerstands. Besonders eindrucksvoll wirkt die Aussage von Bernward Vesper. Vesper, Schriftsteller, Verleger und früherer Lebensgefährte Gudrun Ensslins, versucht vor Gericht zu erklären, wie sich die Pfarrerstochter aus Schwaben innerhalb weniger Jahre radikalisiert hat. Er beschreibt eine junge Frau, die an den Widersprüchen ihrer Zeit verzweifelt und immer stärker das Gefühl entwickelt habe, dass Worte allein nichts mehr verändern können. Auch psychiatrische Gutachter beschäftigen sich mit Gudrun Ensslin. Sie schildern eine hochintelligente, disziplinierte und kompromisslose Persönlichkeit. Jemanden, der Ideen konsequent bis zu ihrem äußersten Ende verfolgt und kaum bereit ist, von einmal gefassten Überzeugungen abzurücken. Während im Gerichtssaal über Schuld und Strafe diskutiert wird, entsteht innerhalb der linken Szene ein anderer Eindruck. Viele Studenten sehen in Baader und Ensslin keine gewöhnlichen Kriminellen. Sie betrachten sie als politische Gefangene. Genau in dieser Zeit beginnt sich auch Ulrike Meinhof intensiver mit dem Fall auseinanderzusetzen. Die bekannte Journalistin besucht Gudrun Ensslin im Gefängnis. Meinhof kennt viele Forderungen der Studentenbewegung aus eigener Erfahrung. Doch nun begegnet sie Menschen, die einen Schritt weiter gegangen sind. Menschen, die nicht nur geschrieben und protestiert, sondern gehandelt haben. Die Begegnung hinterlässt Eindruck. Später wird Meinhof öffentlich argumentieren, dass der entscheidende Punkt der Kaufhausbrandstiftung weniger die Sachbeschädigung gewesen sei, als der bewusste Bruch mit den Regeln des Systems. Ein Gedanke, der für ihre eigene Entwicklung noch eine wichtige Rolle spielen wird. Am 31. Oktober 1968 fällt schließlich das Urteil. Baader, Ensslin, Proll und Söhnlein werden jeweils zu 3 Jahren Haft verurteilt. Im Gerichtssaal brechen tumultartige Szenen aus. Anhänger protestieren lautstark. Die Stimmung macht deutlich, für viele Unterstützer ist dieser Prozess längst mehr als ein Strafverfahren. Er ist ein politischer Konflikt geworden. Und genau darin liegt seine eigentliche Bedeutung. Denn nach dem Urteil stehen Baader und Ensslin nicht am Ende ihrer Geschichte. Im Gegenteil. Erstmals entsteht nun ein Netzwerk von Unterstützern, Anwälten und Sympathisanten, das die beiden nicht als Straftäter betrachtet, sondern als Vorbilder. Aus einer spektakulären Brandstiftung wird langsam ein Mythos. Und dieser Mythos wird in den kommenden Jahren immer gefährlicher werden.
Am 13. Juni 1969 verlassen Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Torvald Praul und Horst Söhnlein frühzeitig das Gefängnis. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Über ihre Revision soll erst Monate später entschieden werden. Bis dahin sind sie frei. Viele ihrer Unterstützer betrachten die vier inzwischen als politische Symbolfiguren. Aus den Kaufhausbrandstiftern sind in Teilen der linken Szene bekannte Namen geworden. Doch wer erwartet, dass Baader und Ensslin nun sofort den bewaffneten Kampf vorbereiten, wird zunächst überrascht. Denn ihr nächstes Betätigungsfeld ist vorerst die Sozialarbeit. Ende der 60er Jahre geraten die Zustände in westdeutschen Erziehungsheimen zunehmend in die Kritik. Studenten und Aktivisten beschäftigen sich mit autoritären Strukturen, Misshandlung und den oft trostlosen Lebensbedingungen vieler Heimkinder. Besonders in Frankfurt entstehen Projekte, die Jugendlichen helfen sollen, den Weg zurück in ein selbstbestimmtes Leben zu finden. Genau dort tauchen nun Baader und Ensslin auf. Für viele der Jugendlichen wirken die beiden glaubwürdiger als gewöhnliche Sozialarbeiter, Beamte oder Lehrer. Andreas Baader hat Gefängniserfahrung, verachtet Autoritäten und spricht die Sprache der Straße. Gudrun Ensslin dagegen organisiert, vermittelt und verhandelt mit Behörden. Wer die beiden damals erlebt, beschreibt oft ein bemerkenswertes Gegensatzpaar. Baader wirkt impulsiv, laut und unberechenbar. Ensslin dagegen diszipliniert, strategisch und erstaunlich fürsorglich. Gemeinsam übernehmen sie Verantwortung für Gruppen entlaufener Heimjugendlicher, helfen bei der Wohnungssuche, sammeln Geld und versuchen, staatliche Unterstützung zu organisieren. Selbst Mitarbeiter des Jugendamtes zeigen sich zeitweise beeindruckt. Manche sehen in ihrem Engagement einen ernsthaften Versuch, gesellschaftliche Probleme praktisch anzugehen. Doch unter der Oberfläche entwickelt sich noch etwas anderes. Viele der Jugendlichen stammen aus schwierigen Verhältnissen, haben Konflikte mit Behörden, Polizei oder Fürsorgeeinrichtungen erlebt und fühlen sich vom Staat im Stich gelassen. Für Baader und Ensslin sind genau diese jungen Menschen interessant. Sie sehen in ihnen nicht nur Hilfsbedürftige, sie sehen potenzielle Verbündete. Immer häufiger vermischen sich Sozialarbeit und politische Agitation. In den Wohngemeinschaften wird nicht nur über Ausbildung und Zukunft gesprochen, sondern auch über Revolution, staatliche Gewalt und die Notwendigkeit grundlegender gesellschaftlicher Veränderung. Der spätere RAF-Angehöriger Peter-Jürgen Boog gehört zu den Jugendlichen, die in dieser Zeit in das Umfeld der Gruppe geraten. Viele Jahre später wird er berichten, dass der Gedanke des bewaffneten Kampfes damals bereits offen diskutiert worden sei. Doch noch existiert keine RAF, noch gibt es keine Terrororganisation. Aber die ersten Rekruten sammeln sich bereits jetzt. Auch andere Zeitzeugen erkennen rückblickend, wohin diese Entwicklung führt. Der Studentenführer Daniel Cohn-Bendit erinnert sich später daran, dass Baader in diesen Jahren zunehmend von revolutionären Fantasien erfüllt gewesen sei. Während Ensslin die organisatorische Arbeit übernehme, sehe sich Baader immer stärker als Anführer einer zukünftigen Bewegung. Nach außen wirken die beiden wie engagierte Sozialarbeiter. Doch im Inneren verändert sich ihre politische Vorstellung von Gesellschaft immer weiter. Die Frage lautet längst nicht mehr, wie man das System reformieren kann, sondern ob es überhaupt reformierbar ist. Im November 1969 folgt dann die Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Die Revision gegen das Frankfurter Urteil wird verworfen. Damit ist die Verurteilung wegen des Kaufhausbrandes rechtskräftig. Zwar reichen Baader und Ensslin noch ein Gnadengesuch ein, doch ihre Hoffnungen sind gering. Jederzeit können sie aufgefordert werden, ihre Haftstrafe anzutreten. Statt sich zu stellen, treffen sie eine andere Entscheidung. Gemeinsam mit Torvald Proll tauchen sie unter. Aus verurteilten Brandstiftern werden nun Flüchtige. Und damit beginnt die nächste Eskalationsstufe auf dem Weg in den bewaffneten Untergrund. Mit der Ablehnung ihrer Revision im Herbst 1969 beginnt für Andreas Baader und Gudrun Ensslin ein neues Leben. Eines außerhalb des Gesetzes. Statt ihre Reststrafe anzutreten, entscheiden sie sich für die Flucht. Gemeinsam mit Torvald Proll verlassen sie Deutschland über mehrere Zwischenstationen und erreichen schließlich Paris. Dort finden sie Unterschlupf in der Wohnung des französischen Schriftstellers und Revolutionstheoretikers Régis Debray. Debray war international bekannt geworden, weil er in Bolivien an der Seite von Che Guevara gearbeitet hatte und als einer der wichtigsten Vordenker der Guerillabewegung jener Zeit galt. Für die Flüchtigen ist Paris mehr als nur ein Versteck.
Zum ersten Mal leben sie vollständig in der Illegalität. Sie diskutieren über Revolution, lesen Schriften über Befreiungsbewegungen in Lateinamerika und beobachten aufmerksam die weltweiten Protestbewegungen der späten 60er Jahre. Die Vorstellung vom bewaffneten Kampf, die bislang vor allem theoretisch geblieben war, beginnt langsam greifbar zu werden. Doch schon bald zeigen sich Risse innerhalb der kleinen Gruppe. Torvald Proll fühlt sich zunehmend isoliert. Während Bader und Enslin immer entschlossener wirken, verliert er den Glauben an den eingeschlagenen Weg. Schließlich trennt sich sein Weg von dem der beiden. Anders als Bader und Enslin kehrt er später nach Deutschland zurück und tritt seine Haftstrafe an. Auch Horst Söhnlein wird sich letztlich gegen den Weg in den Untergrund entscheiden. Bader und Enslin reisen hingegen weiter. Über Frankreich gelangen sie nach Italien, wechseln regelmäßig ihre Aufenthaltsorte und warten auf die Entscheidung über ihr Gnadengesuch. Gleichzeitig entstehen erste Kontakte zu Personen, die nicht mehr nur über Widerstand diskutieren, sondern über bewaffnete Aktionen nachdenken. Einer von ihnen ist Horst Mahler. Der Berliner Rechtsanwalt hatte sich in den vergangenen Jahren zu einer Schlüsselfigur der radikalen Linken entwickelt. Er verteidigt Aktivisten vor Gericht, beteiligt sich an Protestaktionen und beschäftigt sich zunehmend mit revolutionären Theorien. Sogar Rudi Dutschke sucht er währenddessen Exil in Großbritannien auf. Mahler möchte von ihm wissen, ob bewaffnete Aktionen kleiner Gruppen ein möglicher nächster Schritt sein könnten. Doch Dutschke warnt ihn. Er hält die gesellschaftlichen Voraussetzungen dafür nicht für gegeben und befürchtet, dass eine kleine militante Gruppe in der Isolation enden würde. Mahler lässt sich davon jedoch nicht abbringen. Er sucht weiter nach Menschen, die bereit sind, einen anderen Weg einzuschlagen. Und genau diese Menschen findet er bald in Bader und Enslin. Gleichzeitig rückt eine weitere Person immer näher an den Kreis heran: Ulrike Meinhof. Die bekannte Journalistin und Kolumnistin hatte sich bereits mit den Frankfurter Heimprojekten beschäftigt und stand mit Bader und Enslin in Kontakt. Als deren Lehrlingskollektive nach dem Untertauchen auseinanderzubrechen drohen, wird sie um Unterstützung gebeten. Zwar übernimmt sie die Arbeit nicht selbst, setzt sich aber öffentlich für die Kaufhausbrandstifter ein und unterstützt deren Gnadengesuch. Anfang Februar 1970 fällt dann schließlich die Entscheidung. Das Gnadengesuch wird abgelehnt. Für Bader und Enslin bedeutet das endgültige Ende aller Hoffnung auf eine legale Lösung. Sie beschließen, ihren Weg als Flüchtige fortzusetzen. Kurz darauf kehren beide heimlich nach Deutschland zurück. Über verschiedene Kontakte gelangen sie nach West-Berlin und ausgerechnet in die Wohnung von Ulrike Meinhof. Dort leben sie mehrere Wochen verborgen vor den Behörden. Für Meinhof wird diese Zeit zu einem endgültigen Wendepunkt. Die Journalistin, die bislang vor allem mit Artikeln und Kommentaren gekämpft hat, verbringt nun ihren Alltag mit zwei Menschen, die längst begonnen haben, über andere Mittel nachzudenken. Zwischen ihr und Gudrun Enslin entwickelt sich eine enge politische Verbindung. Immer häufiger kreisen ihre Gespräche um Revolution, Illegalität und die Frage, ob Gewalt notwendig sein könnte, um gesellschaftliche Veränderung zu erzwingen. Dann geschieht plötzlich etwas, das alles verändern wird. In der Nacht vom 3. auf den 4. April 1970 wird Andreas Bader bei einer Polizeikontrolle festgenommen. Für die Polizei scheint der Fall damit erledigt. Der bekannteste Kaufhausbrandstifter Deutschlands sitzt wieder hinter Gittern. Bader wird zurück in die Justizvollzugsanstalt Tegel gebracht, wo er seine Reststrafe verbüßen soll. Doch außerhalb der Gefängnismauern beginnen nun die Vorbereitungen für einen folgenschweren Schritt. Denn seine Unterstützer denken nicht über juristische Möglichkeiten seiner Entlassung nach. Sie denken über Befreiung nach. In den folgenden Wochen entsteht die Idee, Bader unter einem Vorwand aus dem Gefängnis herauszubekommen. Ein geplantes Buchprojekt soll dabei helfen. Ulrike Meinhof erklärt sich bereit, mitzuwirken. Als Ort für die gemeinsame Buchrecherche wird das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen in Berlin ausgewählt. Niemand ahnt zu diesem Zeitpunkt, dass genau dort wenige Wochen später jene Aktion stattfinden wird, die als Geburtsstunde der Roten Armee-Fraktion in die Geschichte eingehen soll. Nach Andreas Baders Festnahme Anfang April 1970 steht die kleine Gruppe um Gudrun Enslin vor einem Problem. Ihr wichtigster Mann sitzt im Gefängnis. Und für Enslin kommt das nicht in Frage. Während Bader in der JVA Tegel einsitzt, beginnt sie im Hintergrund eine Befreiungsaktion zu organisieren. Sie spricht Freunde und Aktivisten an, sucht Unterstützer,
und baut Schritt für Schritt eine kleine Gruppe auf, die bereit ist, mehr zu tun, als nur für Baders Freilassung zu demonstrieren. Dann eröffnet sich plötzlich eine Gelegenheit. Ulrike Meinhof arbeitet an einem Buchprojekt über Jugendliche am Rand der Gesellschaft und beantragt, gemeinsam mit Bader Quellenmaterial in einem Berliner Institut einzusehen. Nach einigem Drängen genehmigt die Gefängnisleitung tatsächlich eine einmalige Ausführung. Der Termin wird auf den 14. Mai 1970 festgelegt. In den Tagen davor laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Waffen werden beschafft, Fluchtfahrzeuge organisiert. Die Beteiligten erhalten genaue Aufgaben. Aus einer Gruppe politischer Aktivisten wird erstmals eine konspirativ arbeitende Untergrundorganisation. Am Morgen des 14. Mai wird Bader schließlich unter Bewachung in das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen nach Berlin-Dahlem gebracht. Dort wartet bereits Ulrike Meinhof. Was zunächst wie ein gewöhnlicher Recherchetermin aussieht, entwickelt sich kurze Zeit später zu einem bewaffneten Überfall. Bewaffnete Komplizen stürmen das Gebäude. Schüsse fallen. Ein Institutsmitarbeiter wird schwer verletzt. Im Chaos gelingt Andreas Bader die Flucht. Doch der eigentlich entscheidende Moment betrifft nicht Bader, sondern Ulrike Meinhof. Bis zu diesem Tag ist sie eine bekannte Journalistin, Kolumnistin und Intellektuelle. Dann springt sie gemeinsam mit Bader aus dem Fenster des Instituts und flieht mit der Gruppe. Mit diesem Schritt überschreitet auch sie die Grenze zwischen bloßer Beobachterin zu direkten Beteiligten. Wenige Minuten später verschwinden die Flüchtenden in bereitstehenden Autos. Die Polizei steht vor einem Scherbenhaufen. Ein bewaffneter Befreiungsschlag mitten in West-Berlin. Ein Schwerverletzter. Und eine Gruppe junger Radikaler, die nun endgültig im Untergrund verschwunden ist. Aus Protest ist Gewalt geworden. Aus Aktivisten werden gesuchte Straftäter. Und schon bald wird die Gruppe Deutschland verlassen, um im Nahen Osten den bewaffneten Kampf zu erlernen. Am Abend des 14. Mai 1970 treffen sich die Beteiligten der Befreiungsaktion in einer konspirativen Wohnung in Berlin. Die Stimmung ist gelöst. Andreas Bader ist frei. Die Polizei wurde ausmanövriert. Der Plan hat funktioniert. Dass bei der Aktion ein Institutsmitarbeiter lebensgefährlich verletzt wurde, spielt in den Gesprächen kaum eine Rolle. Stattdessen richtet sich der Blick bereits auf die nächste Frage. Wie geht es jetzt weiter? Die Antwort steht eigentlich schon fest. Berlin ist nicht mehr sicher. Die Fahndung läuft auf Hochtouren. Zeitungen veröffentlichen Fotos der Beteiligten. Die Polizei verteilt Steckbriefe. Und insbesondere nach Ulrike Meinhof wird inzwischen intensiv gefahndet. Die Gruppe beschließt deshalb, Deutschland möglichst schnell zu verlassen. Das Ziel liegt mehrere tausend Kilometer entfernt. Jordanien. Schon vor der Befreiung hatte es Kontakte zu palästinensischen Organisationen gegeben. Die Hoffnung der Gruppe war zunächst gewesen, Waffen und Unterstützung zu halten. Doch die Antwort der palästinensischen Ansprechpartner fällt anders aus. Wer kämpfen will, muss zuerst lernen zu kämpfen. Bevor Waffen geliefert werden, soll die Gruppe eine militärische Ausbildung durchlaufen. Während die Fahndung immer näher rückt, beginnen deshalb die Vorbereitungen für die Flucht. Falsche Papiere werden beschafft, Verkleidung organisiert, Flugtickets gebucht. Die Beteiligten wechseln ständig ihre Aufenthaltsorte und vermeiden bekannte Treffpunkte der linken Szene. In den Wochen nach der Befreiung leben sie wie Menschen auf der Flucht und gleichzeitig wie Menschen, die sich auf etwas Größeres vorbereiten. Eine wichtige Rolle spielt dabei erneut auch Rechtsanwalt Horst Mahler. Der prominente Verteidiger der Studentenbewegung bewegt sich zu diesem Zeitpunkt noch offiziell im legalen Rahmen. Doch längst hat auch er beschlossen, den Schritt in den Untergrund zu wagen. Anfang Juni trifft die Gruppe schließlich eine Entscheidung. Bevor sie Deutschland verlässt, will sie noch einmal öffentlich Stellung beziehen. Dafür wird die französische Journalistin Michelle Rey heimlich nach Berlin gebracht. In einer konspirativen Wohnung trifft sie auf Andreas Bader, Gudrun Ensslin, Ulrike Meinhof und Horst Mahler. Alle verkleidet, alle bereits untergetaucht. Bei diesem Treffen entsteht eine Tonbandaufnahme, die später veröffentlicht wird. Darin versucht Ulrike Meinhof erstmal zu erklären, warum Andreas Bader befreit wurde. Sie beschreibt die Aktion nicht als spontane Straftat, sondern als bewusst geplanten politischen Schritt. Eine Gefangenenbefreiung, so ihre Argumentation, solle zeigen, dass man es ernst meine.
Noch aufschlussreicher ist jedoch ein anderer Teil der Aufnahme. Dort spricht Meinhof über die Polizei. Sie erklärt, man dürfe Polizisten nicht als einzelne Menschen betrachten, sondern als Vertreter eines Systems, das bekämpft werden müsse. Und sie zieht daraus eine Konsequenz, die wenige Jahre zuvor selbst in radikalen Studentenkreisen undenkbar gewesen wäre. Der Einsatz von Schusswaffen sei legitim. Wörtlich sagt sie, und natürlich kann geschossen werden. Spätestens hier wird deutlich, wie weit sich die Gruppe inzwischen von den Anfängen der Studentenbewegung entfernt hat. Aus Protest ist Widerstand geworden. Aus Widerstand bewaffneter Kampf. Und aus einer Handvoll Aktivisten entsteht eine Organisation, die schon bald unter dem Namen RAF bekannt werden wird. Wenige Tage später verlassen die ersten Mitglieder Deutschland. Ihr Ziel sind die Ausbildungslager der palästinensischen Fatah in Jordanien. Dort lernen sie den Umgang mit Kalaschnikows, Sprengstoff und militärischer Taktik. Die eigentliche Geschichte der Roten Armee-Fraktion beginnt erst jetzt. Damit sind wir am Ende der ersten Folge zur Geschichte der Baader-Meinhof-Bande angekommen. Was denkt ihr über die Entstehungsgeschichte der RAF? Haben die historischen Ereignisse jener Zeit eine Radikalisierung befördert oder liegen die Ursachen woanders begründet? Schreibt mir eure Gedanken dazu gerne in die Kommentare. Abonniert auch meinen Kanal, damit ihr die nächste Folge dieser Serie nicht verpasst. Ansonsten danke ich euch, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid und bis zum nächsten Mal.